Da können wir jetzt hingehen, weil hier gibt es kostenlos Camping. Und da wir jetzt halt wieder zurück in Melbourne sind, haben wir gesagt, wir starten den zweiten Versuch. Ja, heute ist der Tag. Heute ist die Nachuntersuchung und wir sind jetzt auf dem Weg zum Krankenhaus und mal schauen, was der Umweltdoktor uns denn sagen wird. Und, wir stehen heute mit so einer wunderschönen Aussicht und ich dachte, ich mache heute mal was typisch Deutsches. Also hier in Australien bekommt man ja nicht immer die gleichen Produkte zu kaufen wie in Deutschland. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Nachdem wir jetzt Canberra am Morgen verlassen haben, wussten wir natürlich noch nicht, wo wir in der Nacht, wo wir die nächste Nacht bleiben. Und die Aufgabe des Beifahrers, das bin ich, ist es im Grunde genommen, den nächsten Stellplatz zu suchen. Und ich habe auf Wikicamps dann das gefunden. Und wir sind dann hierher gefahren, so nichts ahnend, und haben dann festgestellt, dass dieser Pub hier die Nachbildung von einem Comic ist. Der Comiczeichner war im Grunde genommen Polizist in Albury, der stand hier gleich nebenan. Und der hat dann angefangen mit Comiczeichnen, die dann in 1956, Ich glaube 58. 1958 dann auch in der Zeitung erschienen sind. Und der Comic ist über 50 Jahre lang gelaufen. Und im Jahre 1986 wurde dann hier auf einer Winery in Top Hill dann angefangen, der Papier zu bauen, welcher halt wirklich der Nachbau von dem ist aus dem Comic. Ja, deshalb sieht er auch so ein bisschen schief aus. Ist halt original so, wie er in dem Dingens war. Und drinnen halt alles mit Comics ausgestattet und so. 1987 haben sie den aufgemacht. Und seitdem ist er da. Ja, und jetzt gehen wir auf ein kühles Bier. Ab in die Kneipe. Amazing View auf den Carpark. Ja, Genauso wie sie es versprochen haben. Hm? ein großartiger Ausblick, ja. Ein echtes Flugzeug. Da können wir jetzt hingehen, weil hier gibt es kostenlos Camping hinter dem Pub. Das heißt, einfach bloß an dem Ding vorbei und dann hast du hier eine riesengroße Area. Größtenteils sogar Gras, wo man kostenlos stehen kann. Und natürlich aus Unterstützung und weil man hilfsbereit ist, geht man natürlich nachher dann auch in den Pub. Entweder trinkt ein Bier oder irgendwas anderes oder isst was. Ist halt immer ein Geben und Nehmen. Die stellen den Campingplatz kostenlos zur Verfügung. Dafür geht man dann selbstverständlich auch rein und isst oder trinkt was. Machen natürlich nicht alle, Aber wir machen aber wir es. schon. Wir machen's, Und vor ja. allen Dingen, wenn man so einen ikonischen Pub hier vor sich hat, da muss man einfach reingehen, egal ob es kostenlos Ja. Camping gibt oder nicht. Genau. Und wenn man dann sein Bier und Dingens, das kostet uns in der Regel zwischen 20 und 25 $. Auf einem normalen Campingplatz zahlst du mehr. Und da knallst du dir wenigstens noch eine in die Birne.
Also wir sind jetzt in Binala, haben wir zwischendurch gefunden, weil wir jetzt anhalten wollen für eine Mittagspause. Und hier gucken wir uns jetzt noch eine Sonnenuhr an. Und dann habe ich mir sagen lassen, wir sind noch voll begeistert davon, uns ein Mural anzugucken. Und habe ich mir noch mehr sagen lassen? Ich weiß nicht, vielleicht ein Museum? Und dann habe ich mir sagen lassen, wir gucken uns vielleicht noch ein Museum an, bevor wir dann weiterfahren. Parkplatz haben wir jetzt erstmal gefunden. Können wir jetzt erstmal 2 Stunden stehen bleiben. Und jetzt geht es zur Sonnenuhr. Ganze 30 Meter da lang. Fehlt nur noch eine Bedienungsanleitung, hm? Müsste irgendwo da stehen. Okay, also hier sind jetzt Monate drauf. Und jetzt müssen wir uns für Accuracy noch auf den Monat stellen. Wir haben jetzt März, das heißt, jetzt stehe ich auf März. Und das heißt, jetzt ist es 10 Uhr, kurz nach 10, 10 Uhr 10, 10 Uhr 15. Mein Schatten zeigt jetzt die Zeit an. Und wir haben Daylight Saving hier in Victoria, weil die Leute es immer noch nicht gelernt haben, dass es unnütz ist. Das heißt, wir müssen noch 1 Stunde dazu machen. Das heißt, wir haben es dann 11 Uhr, halt kurz nach 11. Und das ist? Ja, 11:20 Uhr. Ja, wenn man jetzt, ja, kann man so sehen. 10:20 Uhr könnte man durchgehen lassen, ne? Denke ich mal. Das heißt, du selber bist hier der Zeiger. Hm. Ja, 10:20 Uhr plus Daylight Saving, 11:20 Uhr. Also passt schon. Ja, war ich auf 10 Minuten genau, ist ja gut genug. Ah, reicht doch, oder? Ja. Und je nach Monat stehst du dann halt dichter dran oder weiter weg. Das heißt, das kompensiert dann für die Höhe der Sonne. Den Höhenstand von der Sonne, den verschiedenen, ja. Ist es nicht auch Wissenschaft zum Anfassen? Was? Ist es nicht auch Wissenschaft zum Anfassen? Wenn man selber der Zeiger ist? Ja. Okay, das war die Sonnenuhr und jetzt gehen wir zu diesem Keramikmural. Yippie. Bitte? Yippie. Guck mal da rechts. Okay. Ist doch mal was, oder? Ja, wenn es regnet, Ich meine auch generell. du hast mich gefunden. Ich dachte, ich bin jetzt gut versteckt. Kommst nicht durch? Weiß nicht. Bei dir hängt es hier oben und bei mir dann so der Part. Sieht es für dich bekannt aus? Das sieht aus wie Ahorn, ne? Es ist ein Ahorn. Und damit
Früchte-Samen drin. $70 für was man online kostenlos findet. Ja, nicht mehr. Vor gut 4 Wochen waren wir hier gewesen und haben versucht, uns die Orgelpfeifen anzuschauen. Und da war ja der Nationalpark geschlossen. Und da wir jetzt halt wieder zurück in Melbourne sind, haben wir gesagt, wir starten einen zweiten Versuch. Ein Glück, dass sich jemand den Arm gebrochen hat. Sonst wären wir nicht noch mal hergekommen. Ja, das stimmt. Und heute ist er offen. Ha! Und wir gehen jetzt und schauen uns die Pfeifen einfach an. Deshalb hättest du dir aber nicht den Arm brechen brauchen. Das hätte man auch irgendein andermal machen können. Wenn er so lustig aussehen, tut es ja schon. Hm? Ja. So als Laune der Natur. Der Flughafen ist direkt nebenan. Also der Flughafen, ihr habt geguckt, der ist nicht weit von hier. Nein. Okay, du hast die Informationstafel gelesen. Wie sind die Dinger jetzt entstanden? Ich glaube, da frage ich mal meine Frau, weil ich habe nur daneben gestanden. Irgendwas, Lava, Krater, reingefallen, Crack, Bumm. So ungefähr. Also Lavastrom hat sich dann abgekühlt, zusammengeschrumpft, dann sind halt die Spalten entstanden und das war's. Und jetzt sieht es aus wie ein paar Orgelpfeifen. Nur, dass man Wieder keine eine- Musik machen kann. Wieder eine kuriose Laune der Natur. Aber eine schöne, kuriose Laune der Natur. Ja, sieht gut aus. Irgendwo muss es eine Stelle geben, wo denn Leute manchmal sogar darüber gehen. Aber nope. Ich denke mal, das musst du dann direkt am Fluss langlaufen, um zu sehen, wo da die Stelle ist, wo du rüber Aber gehen muss kannst. man auch nicht wirklich, weil da kannst du ja nicht wirklich viel langlaufen. Nee. Aber du kannst sie dann antatschen. Und Ja. du touchst so gerne was an. Aber dann müsstest du da drüben wieder komplett durchs Buschland durch. Ja. Nachdem du über die Steine geklettert bist. Also, Und da hier- meine Frau weder durch Buschland noch über nasse Steine drüber klettern darf, kannst du noch so gucken. Das darfst du nicht. Okay. Aber wir können trotzdem noch ein bisschen den Flüsschen hier langlaufen, oder? Victorians sind besonders pfiffig. Wieso? Weil hier stellen sie ein Schild in Water Crossings, Use Caution, weil man hier unten durchs Wasser laufen kann. Und? Und wenn du mir mal folgen möchtest, liest du mal bitte, was da drüben auf dem Schild drauf steht. Conservation Area, please keep out. So, jetzt ist die Frage, warum schildern sie eine Water Crossing out, wenn du im Prinzip, sobald du drüben angekommen bist, nicht weiterlaufen darfst? Keine Ahnung, die sagen please. Das heißt, es ist keine Order, das ist nur eine Bitte. Ja. Möchtest du mal dein C reinhalten? Nee, Darf Muss ich ich mal nicht. mein C reinhalten? nee. Brauchst du nicht. Ja. Aber ich darf mal rangehen und gucken, oder? Was? Wo bleibst du denn? Das heißt, es sind genau die gleichen Säulen. Die sehen aber wirklich so aus, als wenn sie kind of explodiert sind, als wenn die im Prinzip denn alle so seitwärts und rund rauskommen. Ja, hier sagen sie, Warte mal kurz. Wir müssen erst mal die romantische Stille auf uns einwirken lassen. ja. Also hier steht drin, diese unübliche Rohrformation ist wahrscheinlich da gekommen, dass sie praktisch von innen nach außen abgekühlt ist. Okay, da ist also der Kern.
Die sagen wahrscheinlich, dass da drunter unter Umständen Felsen oder Steine sind, die dann praktisch die Lava, die innen drin war, schneller abgekühlt hat als die Lava, die außen war. Und da die Außenlava dann halt noch heiß war, hat die sich dann im Prinzip bis weiter zu fließen und deshalb ist sie so mehr oder weniger in alle Richtungen gegangen. Weil normalerweise geht es immer genau die andere Richtung, aber hier in diesem einen Fall ist es in die Richtung und deshalb ist wahrscheinlich diese Formation dazu entstanden. Tessellated pavement. Like Fliesen oder Mosaik, like appearance, also so sieht es aus. Tessellated means geometrically checkered. Wie Sie es gesagt haben, das ist genau das gleiche wie die Organ Pipes. Ja? Nur mit dem Unterschied, die Organ Pipes kannst du von der Seite aus sehen, weil sie vorne erodiert sind. Und so sehen praktisch die Organ Pipes von oben aus. Okay. Die sind genauso senkrecht wie die Organ Pipes, bloß hier ist die oberste Schicht abgetragen worden. Und bei den Organ Pipes halt die Frontsicht. Und von oben sieht es dann ja wie Fliesen so ein bisschen. Cool. Ich finde es einfach nur cool. Das sieht wirklich so aus, als wenn hier einer Steine wie Fliesen hingelegt hat, so als extra als Weg. Aber das sind im Prinzip Säulen und du läufst jetzt oben drauf lang. Oh ja. Kannst du sie doch noch anfassen? Doch klasse aus, oder? Ja. Das war unsere kleine Exkursion heute und wir gehen jetzt zurück zum Parkplatz. Die Busse werden wahrscheinlich jetzt verschwunden sein. Da waren 3 Schulbusse da. Ich weiß nicht, wir haben auch haufenweise Schulkinder hier zwischendurch gesehen. Die machen hier wahrscheinlich Sportunterricht mitten im Nationalpark. Ja. Und ich kann mir Schlimmeres vorstellen, als Sportunterricht in der freien Natur zu machen. Gut. Ich ja. Was? Generell Sportunterricht. Bin halt nicht der Sportliche. Gut. Zurück zum Auto. Auf zum Auto. Also ich denke mal, es war ein schöner kleiner Ausflug. Ja. Schön warm. Ja, jetzt wird's warm, ja. Ja, ein bisschen Sonne draußen und gleich wird es wieder richtig warm. Ja. Nee, also ich fand den schön. Hat mir wieder mal richtig gut gefallen. Also ich bin ja immer wieder begeistert von diesen kleinen Ausflügen, wenn wir die machen, wo irgendwelche seltsamen Naturphänomene dann halt so zu sehen sind. Und ich mag's. Ich bin halt ein Naturmensch. Diesmal durften wir wenigstens rein. Ja, diesmal durften wir sogar rein, ja. Naja, und jetzt suchen wir uns einen Stellplatz für die Nacht. Ja. Ja, heute ist der Tag. Heute ist die Nachuntersuchung und wir sind jetzt auf dem Weg zum Krankenhaus und mal schauen, was der Onkeldoktor uns denn sagen wird. Weil so richtig überzeugt bin ich mit dem Heilungsprozess nicht. Ich habe immer noch ein bisschen so einen unterschwelligen Schmerz im ganzen Oberarm. Und das Lustige ist, lustig vielleicht zum Angucken, dass die Schiene, die sie mir eingesetzt haben, so ein Stückchen rausguckt. Und jetzt müssen wir mal klären, Ob das überhaupt die Schiene ist, ob das alles so sein muss, ob das nicht so sein muss. ja, und dann werden wir weitersehen. Wie? Fühlt man sich wie zu Hause, ha? Aber wenigstens kriegt man ein warmes Welcome hier. So, mit dem Ding bin ich jetzt zum Röntgen geschickt worden. Ja, das ist eine Röntgenüberweisung. Jetzt laufe ich durchs Krankenhaus mit meinem Sticker am Finger. Warten wir aufs Röntgen. Geschafft. Ja, wir sind raus. Neuer Zettel Ja, mit neuen Übungen. Übungsanweisung. Ja. Und der Onkel Doktor hat gesagt, die Probleme, die ich habe mit immer noch leichten Schmerz und die Bewegung, die ich jetzt machen kann mit meinem Arm, liegen alle im normalen Bereich. Ja. Und der Knubbel, der da rausguckt,
der wird auch wahrscheinlich immer da rausgucken, weil das hat einfach damit was zu tun, dass die Platte halt da drin ist. Und falls es mich zu sehr stören sollte in der Zukunft, gibt es auch die Option, die Platte wieder rauszunehmen, aber das nicht vor 6 Monaten. Ja. Würden sie normalerweise auch gar nicht in Erwägung ziehen. Nee. Wird nur gemacht, wenn Heike dann wirklich sagt, es ist absolut untragbar. Dann würden sie das drüber nachdenken, aber nicht praktisch kurz vor Sommer. Ja, Okay. na gut. Dann können wir jetzt endlich wieder die Pläne machen, wirklich wieder auf die Straße zu fahren, Richtung Brisbane. Ja. So langsam aber sicher. In der Hoffnung, dass du dann da ein bisschen besser laufen kannst, damit du dich nicht wieder auf den Zünder packst. Naja, kann jedem mal passieren, oder? So. Ja. Ja, okay. Also, Jedenfalls heute unser letzter Tag in Melbourne. ja. Hoffentlich. Und hoffentlich müssen wir hier nie wieder zurück. Schauen wir mal. Okay, also jetzt ab ins Auto und dann erstmal zum Caravan und dann. Pläne schmieden für morgen. Genau. Okay. Wir sind hier in Murchison oder so ähnlich wie es heißt, kann ich dir nicht sagen. Und wir stehen hier auf einem kostenlosen Campingplatz. Und ich finde, der sieht super aus, oder? Ja, im Moment ist er auch noch nicht voll. Ich weiß ja nicht, ob er voller wird. An dem Oval ist Sportplatz ist auch nichts los. Also natürlich nicht, wie es mit dem Schulplatz was los ist. Aber so, den Fluss überblicken, also ich kann mir Schöneres vorstellen. Also, Also nicht Schöneres, ich kann mir auch Schlimmeres vorstellen. ja. Nee, also mir gefällt der richtig gut. Das ist so wieder so ein kleiner Schatz, den So man irgendwie gefunden hat. so ein wa? kleines Gem, ja, was wir durch Zufall gefunden haben. Und ja, die bleiben hier jetzt eine Nacht und morgen geht es dann weiter nach New South Wales wieder. Mal gucken, ob wir diesmal ein Schild finden, das an der Grenze steht. Dann wäre wenigstens die Straße wieder besser. Ja, also die Straßen in Victoria sind wirklich ziemlich bescheiden, muss man mal sagen. Man merkt, dass wir dichter zu New South Wales rankommen. Langsam werden die Straßen besser, das Wetter wird schöner. Ja. Weil wir sind ja nun die ganze Zeit schon in New South Wales gefahren und da hatte ich nicht so viel Probleme. Und als wir dann wieder halt zurück nach Melbourne gefahren sind und dann über die Straßen von Victoria gefahren sind, dann hat man richtig gemerkt, jetzt bleiben wir eine Nacht hier, genießen noch den Platz hier und morgen geht's dann weiter. Wir stehen heute mit so einer wunderschönen Aussicht und ich dachte, ich mache heute mal was wieder, was so typisch deutsch ist. Also hier in Australien bekommt man ja nicht immer die gleichen Produkte zu kaufen wie in Deutschland und eines davon ist zum Beispiel Pflaumenmus. Und da habe ich mir mal überlegt, wie man das jetzt am günstigsten machen wird. Und wer die Rezepte kennt, der weiß, dass ja Pflaumen im Grunde genommen klassische Methode im Backofen so lange erwärmt wird, bis die meiste Flüssigkeit verschwunden ist. Und da habe ich gedacht, warum nehmen wir nicht gleich getrocknete Pflaumen? Ich habe mir einfach ein paar Trockenpflaumen besorgt und die pürieren wir jetzt mal und dann hoffe ich mal, dass es dann einfach Pflaumenmus ergibt.
Ist so einfach, wenn man noch ein bisschen behindert ist auf einem Arm. Ha? Ja. Ich denke, das sollte erstmal reichen. Mal gucken, wie es wird. Und das Beste ist, die Maschine macht alles. Keine machen. Vielleicht Strom machen. Deshalb haben wir auch die Maschine mitgenommen. Ja. Weil das eine Küchenmaschine ist, die alles macht. Oder auch nicht. Also, der Mixer funktioniert wieder und ich habe schon mal angefangen mit Pürieren und es ist jedenfalls ein bisschen fest und ich habe jetzt noch ein bisschen Wasser reingemacht, damit es ein bisschen weicher wird. Das nächste Mal werde ich dann wahrscheinlich Pflaumensaft oder sowas nehmen und dann wird es jetzt so lange püriert, bis es eine schöne Konsistenz ergibt. Da ist ein Block drin, warte mal. Voll konzentriert. Ja, schwere Arbeit. Pflaumenmus zu machen ist wirklich harte Arbeit. Happy? Das sieht schon mal nicht schlecht aus, aber die Frage ist, wie schmeckt's? Schmeckt tut sie Pflaumenmus. Das Einzige ist, der schmeckt nicht ganz so süß wie der andere Pflaumenmus, weil wahrscheinlich, keine Ahnung, ob die sonst Zucker reinmachen, aber du hast ja jetzt Ja. nur die getrocknete Pflaumen genommen. Backpflaumen, ja. Ja, normalerweise, wie gesagt, machst du die Pflaumen im Backofen bei 100 Aber- Grad und du hast auch immer Zucker mit drin. Darf ich den jetzt wieder da rein tun? Aber ich würde sagen, ein kleines bisschen Wasser noch rein. Der ist ein bisschen dick, finde ich, oder? Okay, Ein kleines bisschen. okay. Einfach, dass die Konsistenz ein kleines bisschen dünner wird. Aber sonst, nee, ist gut. Machen wir ein bisschen mehr Zucker? Wollen wir ein bisschen Zucker reinmachen oder meinst du komplett Ich würde ohne? es erst mal so probieren. Ich sag, ich bin ja nicht so. Ich probiere ja so viel wie möglich Zucker rauszulassen. Und Pflaumenmus für mich muss halt in der Hauptsache nach Pflaumen schmecken und nicht nach Zucker. Ja. Aber Der Zucker war ja, ist ja hauptsächlich nur als Konservierungsmittel drin, aber die Backpflaumen haben ja selber an sich schon Konservierungsmittel eigentlich drin. und meinst du, der wird alt, was wir konservieren müssen? Wahrscheinlich nicht. Und jetzt besser? Ich weiß nicht. Doch, ein bisschen dünner. Wie gesagt, ich fand es ein bisschen fest, aber sonst. Auf alle läuft es ja nicht vom Brot runter. Na, das ist ja auch gut. Ich fand es trotzdem denke mal- ein kleines ich denk- bisschen. Ich denke mal, wir sollten es so lassen, sonst wird es nachher zu dünn. Ja, dann lass es. Okay. Gut. Okay, dann haben wir hier ein altes Glas, was wir uns aufgehoben haben. Und da füllen wir den jetzt rein. Das ist Pflaumenmus made in Australien. Einfach nur aus dem Grund, weil man den so, man kriegt ihn schon zu kaufen, aber es ist relativ teuer und nur in Spezialläden. Ja, man kriegt, was kriegst du immer? Du kriegst kein Pflaumenmus zu kaufen, Da ist mehr Pflaumenmarmelade. sondern kriegst ja, du. so, du kriegst so mehr so Pflaumenmarmelade oder sowas. Die kann man fast überall kaufen. Ja. Aber die schmeckt halt nicht so richtig. Und für unsere australischen Freunde, wer gerne was Süßes mal auf den oder was Fruchtiges auf seinem Brot isst, für den ist das, glaube ich, mal eine Alternative, die man probieren sollte, oder? Ja. Okay, unser Glas ist voll und auch wenn da Konservierungsstoffe drin sind, werde ich es allerdings im Kühlschrank aufhängen. Schmeckt auch viel besser, wenn es kalt ist. Jupp. Ja, und das war dann Kochen für heute. Was ist für diese Woche? Heute ist Freitag. Stimmt, heute ist Freitag. Dann war es das, ja eigentlich für diese Woche. Genau. Ja, Ziemlich unspektakulär diesmal. ja. Nicht viel passiert. Wegen der Untersuchung mussten wir halt viel fahren. Ein paar Kleinigkeiten, aber Gott, mussten wir halt durch. Ja, dann bedanken wir uns fürs Zuschauen. Ich dachte, du sagst auch mal was. Okay.
Und wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Oder einen Und- netten Kommentar. Ja, genau. Oder abonniert den Kanal. Und dann sehen wir uns nächste Woche Dann wieder. sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Bye.